Insgesamt gibt es 12 Disney-Parks auf der Welt. Sie alle leben davon, Geschichten zu erzählen, und seit der Eröffnung des ersten Disneyland in Anaheim in Kalifornien spielt die Thematisierung bis ins kleinste Detail eine große Rolle für Gäste aus der ganzen Welt. Innerhalb der letzten 10 Jahre hatte ich das Glück, bereits alle Disney-Parks der Welt besuchen zu können. Jeder der 12 Parks hat seinen ganz eigenen Charakter, ist unterschiedlich thematisiert und hat ganz eigene Details. Ich dachte mir, es wäre doch mal cool, ein Video aus allen Disney-Parks der Welt und deren unterschiedlichen Details zu kreieren. Daher nehme ich euch in diesem Video wirklich durch alle Disney-Parks der Welt mit und zeige euch von jedem Park ein Detail, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Na okay, manchmal sind es vielleicht auch mehrere Details, weil es wirklich schwer ist, sich zu entscheiden. Kommt also mit auf eine magische Disney-Detailreise durch die ganze Welt. Und damit herzlich willkommen zu Theme Park Details and Stories. Hier werden Freizeitparks nicht oberflächlich dargestellt, sondern im Detail. Wenn du magst, was du hier siehst, abonniere doch gerne den Kanal, lasse ein Like oder einen Kommentar hier. Wir starten unsere Reise mit dem Ur-Disneyland in Anaheim in Kalifornien. Eröffnet im Jahr 1955 noch von Walt Disney selbst, gilt das Disneyland in Anaheim als das allererste große Vorbild der heutigen modernen Themenparks. Der Park ist zwar nicht der größte von seiner Fläche, doch hat er die meisten Fahrattraktionen eines einzelnen Disney-Parks. Und er versprüht eine ganz besondere Atmosphäre. Man spürt, dass er natürlich gewachsen ist und dass Walt Disney selbst beim Bau noch mitgewirkt hat. Walt hatte sogar ein eigenes Apartment im Park, über dem Feuerwehrhaus in der Main Street. Dort hat man ihm ein sehr dezentes Denkmal gesetzt. Immer wenn er in seinem Apartment war, brannte dort am Fenster eine Lampe. Man wusste, Walt war da. Und diese Lampe brennt auch heute noch jeden Abend, als Symbol dafür, dass der Geist von Walt Disney immer noch im Park weiterlebt. Okay, brechen wir gleich beim ersten Park die Regeln mit nur einem Detail. Denn der Schwesterpark in Anaheim, Disneys California Adventure, zu dem wir später noch näher kommen werden, hat in Anlehnung dazu ein ähnliches Detail erhalten. Im Hollywood-Bereich des Parks ist ein Häuserkomplex aus den Walt Disney Studios nachgebaut. Und auch hier brennt jeden Abend das Licht in dem Fenster, in dem Walt Disney einst sein Büro hatte. Sorry für den chaotischen Start mit gleich 2 Details und 2 Parks, aber ich finde, diese beiden Details gehören einfach zusammen und müssen gemeinsam erwähnt werden. Jetzt bringen wir aber wieder etwas Ordnung rein und fliegen nach Florida. Der nächste Disney-Park wurde in Orlando in Florida eröffnet, das Magic Kingdom. Die Eröffnung war gleichzeitig auch der erste große Baustein für Walt Disney World, einem Freizeitpark-Resort der Superlative. Mit 4 Freizeitparks, 2 Wasserparks und vielem mehr ist es heute das größte Ferienresort der Welt und erstreckt sich über eine Fläche, die in etwa so groß ist wie die Stadt Mannheim.
Alleine der Magic Kingdom Park ist der meistbesuchteste Freizeitpark der Welt mit um die 20 Millionen Besuchern im Jahr. Zu diesem Park gibt es einen sehr coolen Fact, der den meisten Besuchern an sich nicht auffällt. Walt Disney störte sich in seinem Park in Anaheim immer daran, dass die Mitarbeiter mit ihren zum Themenbereich passenden Kostümen durch die anderen Themenbereiche laufen mussten, um zur Arbeit zu kommen. Auch störte er sich daran, dass zum Beispiel unschöne Arbeiten wie das Leeren von Mülltonnen für den Gast sichtbar waren. Daher hat das Magic Kingdom in Orlando ein unterirdisches Tunnelsystem erhalten, durch welches die Mitarbeiter zu ihrem Arbeitsplatz gelangen, der Müll unterirdisch abgesaugt wird und auch sonst Arbeiten stattfinden, die für den Gast nicht sichtbar sein sollen. Ich habe euch den ungefähren Verlauf der Tunnelwege hier einmal eingezeichnet. Sie führen einmal direkt unter der Main Street bis ans Ende des Parks. In der Mitte machen sie einen großen Bogen um den Central Hub und von dort in jeden Themenbereich, sodass alles schnell und einfach erreichbar ist. Übrigens wurde der Park nicht einfach untertunnelt, er wurde einfach eine Etage höher gebaut. Für den nächsten Park bleiben wir in Orlando. Als nächstes wurde 1982 Epcot eröffnet. Der Park stellt eine Art Weltausstellung dar, in welcher sowohl die Zukunft als auch verschiedene Nationen der Welt präsentiert werden. Epcot steht übrigens für Experimental Prototype Community of Tomorrow. Oder manche Fans legen sich die Buchstaben auch gerne mal so zurecht, um auf die Kopierfreudigkeit eines großen europäischen Parks hinzuweisen. Diese Abkürzung wird aber nur in persönlichen Nachrichten verraten. Wen es interessiert, darf mich gerne anschreiben. Der Park besteht aus Future World und dem World Showcase. Um die World Showcase Lagoon präsentieren sich verschiedene Nationen der Erde mit landestypischer Architektur, Essen, Getränken und Mitarbeitern, die wirklich ausschließlich aus diesen Ländern stammen. Ja, ich war auch mal einer davon. Demnach ist im World Showcase auch Deutschland nachgebaut und in der ursprünglichen Planung des deutschen Pavillons wäre neben dem Restaurant Biergarten, den Snacks und Shops auch eine Fahrattraktion geplant gewesen. Nämlich die Rhine River Cruise, eine Bootsfahrt entlang des Rheins. Leider kam es nie zum Bau der eigentlichen Attraktion, obwohl dafür eigentlich alles vorbereitet gewesen wäre. Die Halle dafür, oder zumindest ein Teil davon, befindet sich bereits hinter dem Gebäude und von den beiden Torbögen, die in den Pavillon hineingehen, wäre der rechte Torbogen der Eingang zur Attraktion gewesen. Wirklich schade, dass dieses Projekt an irgendeiner Stelle gestoppt wurde. Unsere Reise geht weiter nach Japan. Denn in Tokio entstand der erste Disney-Park außerhalb der USA. Während der Park insgesamt doch stark an das Magic Kingdom in Orlando erinnert, gibt es aber doch einige Unterschiede. So ist zum Beispiel die Main Street überdacht und die Attraktionen von ihrer Location anders angeordnet. Was mir allerdings am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist eher ein kulturelles Detail. Neben der Tatsache, dass das japanische Publikum wirklich extrem angenehm und diszipliniert ist, ist es wirklich nirgendwo anders so entspannt bei einer Parade zuzuschauen. Denn in der Regel haben die meisten Gäste eine kleine Decke dabei und setzen sich am Rande der Parade einfach auf den Boden. Wer später kommt, setzt sich entweder dazu oder stellt sich hinter die sitzenden Gäste.
Somit haben alle eine gute Sicht und es entsteht kein Gedränge. Zurück nach Orlando. Dort haben 1989 die MGM Studios eröffnet. Heute unter dem Namen Disney's Hollywood Studios. Der Park überzeugt seit einigen Jahren auch mit ein paar der besten Dark Rides der Welt, wie Rise of the Resistance oder Mickey and Minnie's Runaway Railway. Was ein Zungenbrecher. Mein Lieblingsdetail hier befindet sich im 4D-Kino Muppet Vision 3D. Nicht nur die Hauptshow ist witzig, es lohnt sich vor allem auch mal in der Warteschlange oder der Pre-Show die Augen offen zu halten. So nehmen zum Beispiel ein Großteil des Platzes dort die Kisten mit den Klamotten von Miss Piggy ein. Was mir allerdings am meisten in Erinnerung geblieben ist ein Detail gleich nach dem Eingang. Hier gibt es einen Ticketschalter, der nicht besetzt ist. Stattdessen hängt dort ein Schild, dass der Mitarbeiter gleich zurück ist und sich der Schlüssel unter der Fußmatte befindet. Hebt man die Fußmatte an, befindet sich dort drunter wirklich ein festgeklebter Schlüssel. Dieses Detail hat mich selbst so sehr geflasht, als wir den Schlüssel entdeckt haben, dass es in meinen All-Time-Favorites gelandet ist. Manchmal, wie in diesem Videobeispiel, legen die Castmember sogar ein paar Mickey-Aufkleber zum Schlüssel als Belohnung für den, der den Schlüssel gefunden hat. Nun fliegen wir nach Europa. 1992 hat hier das Disneyland Paris eröffnet. Obwohl es in den 90ern ein wenig Startschwierigkeiten hatte, steht dort sicherlich einer der schönsten Disney-Parks, die je gebaut wurden, mit Details an jeder Ecke. Ich möchte nun auf eine Sache eingehen, die es wirklich nur hier gibt und die zum Ausdruck bringt, wie sehr Disney doch alle Eventualitäten zum Thema Sicherheit durchspielt. Ein Großteil der Strecke der Big Thunder Mountain Railroad befindet sich auf einer Insel. Die Züge starten auf dem Festland und fahren durch einen unterirdischen Tunnel auf die Insel und wieder zurück. Bei einem Notstopp mit Evakuierung der Bahn laufen die Gäste durch diesen Tunnel zurück aufs Festland. Was wäre aber, wenn der Tunnel zum Beispiel aufgrund eines Feuers einmal nicht passierbar wäre? Für diesen Fall gibt es auf der Insel extra einen Bootsanlegesteg, von welchem man die Gäste mit Booten wieder zurück an Land bringen kann. Was aber, wenn im Winter der See gefroren ist und keine Boote fahren können und das Eis auch nicht passierbar ist? Für diesen Fall wird im Winter immer extra eine schwimmende Brücke im See angebracht, sodass die Gäste auch während dieser Jahreszeit eine Möglichkeit haben, um wieder sicher an Land zu kommen. Von Paris aus geht es wieder zurück nach Orlando. Dort öffnete 1997 mit Disneys Animal Kingdom der 4. Park in Walt Disney World. Der Park bildet eine beeindruckende Einheit aus Freizeitpark und Zoo und hat in den letzten Jahren vor allem Schlagzeilen gemacht mit Pandora: The World of Avatar. Da in diesem Park auch einige wilde Tiere leben, spielt hier das Thema Sicherheit auch wieder eine ganz besondere Rolle. Sollte einmal ein Tier ausbrechen, haben alle Mitarbeiter direkt die Möglichkeit, eine Notfallnummer anzurufen
Und für die Gäste sind Räumlichkeiten eingeplant, in denen man sich im Notfall sicher unterstellen kann. Dazu gehören übrigens auch die Toiletten. Deshalb haben auch alle Toiletten im Animal Kingdom in der Regel Türen, die sich auch nur nach außen öffnen lassen. Bisher wurde dieses zusätzliche Sicherheitsfeature im Animal Kingdom noch nie gebraucht. Doch sollte wirklich einmal ein wildes Tier ausbrechen, hätte man in den Toiletten die Möglichkeit, die Besucher in Sicherheit zu bringen. Als nächstes fliegen wir noch einmal nach Japan. Denn hier eröffnete 2001 mit Tokyo Disney Sea für viele Fans der beste Freizeitpark der Welt. Sicherlich ist das am Ende Geschmackssache, aber beeindruckend ist der Park auf jeden Fall, alleine durch seinen riesigen Vulkankrater in der Mitte als Wahrzeichen. Hier ist quasi kein Fleck unthematisiert. Hinter jeder Ecke verbirgt sich ein neues Abenteuer, in welches man einfach so hineintappt, wenn man sich neugierig umschaut. Daher gehe ich jetzt auch gar nicht zu tief in einzelne thematische Details ein. Stattdessen möchte ich euch eine Kuriosität zeigen, die es so einfach nur in Japan geben kann. Tokyo Disney Sea ist auch Heimat und Ursprung von Duffy, the Disney Bear. Hinter diesem Teddybären, der einige Hidden Mickeys aufweist, steckt die Geschichte, dass er einst ein Geschenk von Minnie an Mickey war, damit Mickey auf seinen vielen Reisen durch die Welt nicht alleine ist. Der Bär war in Japan nach seiner Einführung so beliebt, dass schnell noch mehr kuschelige Freunde von Duffy hinzukamen, die von den Parkgästen auch regelmäßig und immer wieder zu den Disney-Besuchen mitgenommen werden. Die Kuscheltiere wollen ja schließlich auch mal was erleben. Und damit man seine plüschigen Lieblinge so richtig in Szene setzen kann, gibt es dazu im Park auch extra Kuscheltier-Fotospots. Hier könnte zum Beispiel auch dein Duffy vor der Venedig-Kulisse posen. Oder hier im Hafen. Die Kuscheltiere rund um Duffy haben es mittlerweile auch in andere Disney-Parks geschafft. Der Trend mit den Fotopunkten allerdings nicht. Warum wohl nur? Bevor es jetzt zu kitschig wird, fliegen wir wieder zurück in die USA in Disneys California Adventure. Der Park liegt dem Original Disneyland direkt gegenüber und ist generell ein bisschen mehr für das erwachsene Publikum ausgelegt, mit durchaus thrilligen Attraktionen. Im Avenger Campus werden in Pim Kitchen nicht nur Brezeln vergrößert, sondern auch Bäume. In dieser Baumreihe ist der mittlere Baum wesentlich größer als die anderen Bäume. Schaut man einmal hinter den Baum, entdeckt man dort ein Rohr, aus dem eine Flüssigkeit aus Pim Kitchen ausläuft. Davon hat der Baum wohl etwas abbekommen und ist jetzt wesentlich größer gewachsen als die anderen Bäume. Und damit zurück nach Europa zum zweiten Park im Disneyland Resort Paris. Der Walt Disney Studios Park wird derzeit von vielen Fans als der schlechteste Disney-Park überhaupt bezeichnet.
Das wird sich aber sicherlich ändern, sobald der Park zu Disneys Adventure World transformiert wird. Zur Transformation gehört unter anderem eine Parkerweiterung um einen künstlichen See mit brandneuen Themenländern. Der Ruf des Parks ist unter anderem deshalb so schlecht, weil er zu einem Großteil aus Studiohallen besteht. Doch eigentlich steckt dahinter ein sehr fundiertes Konzept. Denn viele Gebäude des Parks sind den Original-Disney-Studios in Burbank in Kalifornien nachempfunden. Hier der direkte Vergleich. Ich finde, unter diesem Aspekt macht der Look des Parks gleich viel mehr her. Endspurt. Für die letzten beiden Parks geht es noch einmal zurück nach Asien, um genau zu sein nach Hongkong Disneyland. Der Park wurde im Jahr 2005 eröffnet als ersten Schritt für Disney, um auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen. Hongkong Disneyland bietet teilweise ganz neue, einzigartige Erlebnisse, darunter auch viele Neuinterpretationen beliebter Disney-Klassiker. Darunter beispielsweise eine Art Neuinterpretation der beliebten Disney Jungle Cruise, die in diesem Fall weniger auf Humor der Castmember, dafür umso mehr auf Effekte ausgelegt ist. Mit Mystic Manor gibt es hingegen eine Weiterentwicklung des Haunted Mansion und mit Grizzly Mountain eine Mischung aus Big Thunder Mountain und Expedition Everest. Auch das Schloss ist sehr besonders, denn es vereint in seiner Architektur mehrere Schlösser von verschiedenen Disney-Prinzessinnen. Mein Besuch von Hongkong Disneyland liegt schon etwas zurück. Das war im Jahr 2013. Damals sah das Schloss noch so aus und es war gerade Halloween-Zeit. Und tatsächlich hatte Hongkong Disneyland damals als einziger Disney-Park Halloween-Mazes. Ja, ihr habt richtig gehört. Es waren richtige Mazes mit Erschreckern, wie man sie sonst überhaupt nicht von Disney kennt. Thematisch und von der Storyline standen sie tatsächlich den ganz großen Häusern von Universal und Co. in nichts nach. Lediglich der Splatter-Faktor war gar nicht vorhanden. Eines der Mazes damals war The Revenge of the Headless Horseman. Und dort war auch das Detail, was ich damals am coolsten fand. Leider habe ich vom Innenraum keine Fotos, weshalb ich euch nur von diesem Erlebnis erzählen kann. Die Geschichte des Haunted House war, dass ein Zirkus eine neue, einzigartige Attraktion in seinem Repertoire hat. Den Originalkopf des kopflosen Reiters, des Headless Horseman. Natürlich verlief die Zirkusshow nicht ohne Zwischenfälle, denn der kopflose Reiter brach in den Zirkus ein und wollte sich seinen Kopf zurückholen. Darauf begann eine Verfolgungsjagd durch verschiedene Zirkusszenen, wo man immer gerade so vor dem kopflosen Reiter noch entkommen ist. Es war ziemlich cool gemacht. In der Warteschlange hingen verschiedene Zirkusplakate von den Attraktionen, die einen im Zirkus erwarten. Wenn man die Verfolgungsjagd des Headless Horseman nach der Attraktion überstanden hat, befinden sich im Ausgangsbereich wieder solche Zirkusplakate. Allerdings fehlte allen Künstlern auf den Plakaten dort der Kopf. Heißt, selbst hier hat der kopflose Reiter zugeschlagen. Wir bleiben in China, gehen aber aufs Festland. Der neueste Disney-Park in Shanghai wurde von Anfang an wieder größer angegangen. Beim Bau konnte man auf die Erfahrungen aus Hongkong zurückgreifen und wusste, auf was man bei einem Park auf dem chinesischen Markt achten muss.
So wurde alles nach dem Motto Authentically Disney, Distinctive Chinese gebaut. Man ging also viel mehr auf den nationalen, in diesem Fall chinesischen Markt ein, als man es bei den anderen Disney-Parks außerhalb der USA gemacht hat. Besonders erkennt man das an kleinen Details, die in der asiatischen Kultur eine große Bedeutung haben. Sei es mittels Felsmalereien oder beim Essen. Zu den Highlight-Attraktionen gehören auf jeden Fall die Neuinterpretation von Pirates of the Caribbean, die erste Version des Tron Coasters oder auch spektakuläre Shows. Ich möchte aber auf eine wesentlich kleinere Attraktion eingehen, die es wirklich nur in diesem Disney-Park gibt. Es gibt hier nämlich einen Klettergarten. Und was für einen! Gesichert mit Klettergurten geht es durch riesige Felslandschaften mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden auf unterschiedlichen Routen, vorbei an Wasserfällen und Hängebrücken und Steine. Ein bisschen fühlt man sich hier wie Indiana Jones. Klar gibt es solche Hochseilgärten grundsätzlich auch öfter, allerdings nur selten in so einer immersiv gestaltenden Umgebung und schon gar nicht in irgendeinem anderen Disney-Park. Weshalb mir der Hochseilgarten sehr gut in Erinnerung geblieben ist und er daher mein Lieblingsdetail aus Shanghai Disney geworden ist. Wir sind am Ende unserer Tour um die Welt angekommen. Das waren die Details aus allen Disney-Parks der Welt, die mir nach meinem Besuch am meisten in Erinnerung geblieben sind. Als kleines Dankeschön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt, kommt jetzt noch ein Zusatzfakt, der fast alle Disney-Parks betrifft. Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie die genaue Location und Anordnung eines Disney-Parks entschieden wird? Einen großen Einfluss darauf nimmt tatsächlich der Stand der Sonne. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Parks werden nämlich nach der Sonne ausgerichtet, dass das jeweilige Wahrzeichen des Parks immer bestmöglich von der Sonne angestrahlt wird. Das Schloss steht beispielsweise meistens in nördlicher oder nordwestlicher Blickrichtung. Daher hat man bei schönem Wetter auch immer die Möglichkeit, beispielsweise die Schlösser am Morgen mit perfekter Ausleuchtung der Sonne zu fotografieren. So, das war es jetzt aber wirklich mit meinen Lieblingsdetails aus allen Disney-Parks der Welt. Ich hoffe, ich konnte euch dabei inspirieren, den ein oder anderen Disney-Park noch zu besuchen und dort auf Detailsuche zu gehen. Sei es in Europa, in Asien oder der USA. Jeder Park hat seine Besonderheit und seine eigene Identität. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß dabei und haltet die Augen offen. Wenn du auch ein Lieblingsdetail aus einem Disney-Park hast, schreibe es doch gerne in die Kommentare.